Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Demo-Doppel beschäftigen wir uns mit dem Produktpaket Gartenliebe. Das findest du nicht im Katalog von Stampin' Up, sondern nur auf der Homepage in der Kategorie Exklusiv Online. Und für solche Schätzchen muss ich sagen, lohnt es sich wirklich immer wieder mal auf die Homepage zu gucken, weil regelmäßig neue Sachen dort veröffentlicht werden, die schneller veröffentlicht werden, weil sie nicht immer erst auf den nächsten Katalog warten müssen. Ja, Angela und ich haben uns hierfür entschieden. Garten draußen, Frühling fängt jetzt ja auch an, ist eine schöne Sache und ich habe das gesehen und wusste gleich, das muss ich haben. Ich habe nämlich auch so eine blühende Schubkarre im Garten stehen. Und da wir heute 3D-Technik haben, gibt es bei mir eine Stufenkarte. Die, so wird sie flach aussehen. Was Angela macht, weiß ich gar nicht, aber guck auf jeden Fall rein. Ihr Video verlinke ich dir am Ende und du findest es auch in der Beschreibung von meinem Video. Dort ist auch ein Link zu all unseren Demo-Doppel-Videos. Und dann fangen wir doch mal direkt an, würde ich sagen. Also, dieses Set, wirklich, wirklich schön, hat alles, was man eigentlich braucht. Schubkarre, Gießkanne, Gummistiefel, Vögelchen, weiß ich nicht so genau, welche das sein sollen. Und sehr schöne Sprüche, finde ich. Grünes Dankeschön, kleine Grüße erhalten die Freundschaft, neuer Tag, neues Glück, bisschen Gartenwerkzeug, ganz toll. Und es gibt die passenden Stanzformen dazu. Es gibt den Zaun außenrum oder einen einzelnen Zaun. Die ganzen kleinen Elemente gibt es und so einen großen Torbogen noch. Den finde ich total klasse. Und diverse Stücke Rasen, sage ich mal, sogar zwei. Einmal sind das hier so Büsche, die habe ich verwendet. Oder hier mit so einer Rasenkante. Ja, das lege ich aber erstmal alles beiseite. Und wie gesagt, das ist meine Stufenkarte. Und ja, man sieht es jetzt nicht so sieht man es. 3D, die steht richtig schön. Und ich habe die Maße so gemacht, dass man es auf jeden Fall wieder in einen Briefumschlag packen kann. So, die stelle ich mal hier so hin. Du brauchst für die Karte gar nicht viel. Ein Stück Farbkarton in 21 x 15 cm. Ein Stück Farbkarton, da ist die Höhe egal, es muss einfach nur 15 cm breit sein. Und dann noch so ein paar kleine Reste. Ich habe hier schon mal alles vorkoloriert, je nachdem, was du nehmen möchtest. Hier habe ich die Briefmarkenstanzen, für den Gruß habe ich die Briefmarkenstanzen genommen. Die gibt es auch immer noch. Und dieses Designerpapier, blühende Gärten, gibt es genauso wie das Stempelset, nur online zu sehen. Lohnt sich also wirklich, aber bestellen ganz normal, so wie sonst, wie du es kennst. Ja. So, und das Komplizierteste hier dran ist für mich jedenfalls das Schneiden. Alles andere ist wirklich, wirklich simpel und schnell gemacht. Also 21 x 15 cm. Und dann die kurze Seite anlegen bei 9 cm. Und dann machen wir einen Schnitt von 6,5 bis Blödsinn. So. Hier irgendwas passt hier gerade nicht. Jetzt. Ich hatte es falsch angelegt. Also, bei 9 cm anlegen und dann wird ein Schnitt gemacht bei 6,5 bis 19 cm runter. Wenn du hier die Inchmaße hast, markierst du dir das vorher einmal auf dem Papier, wo ungefähr 6,5 und wo 19 cm sind mit dem Bleistift und radierst das hinterher wieder weg. Ich habe aber das metrische Maß hier, deshalb geht das für mich ganz einfach. Also ich gucke, dass das hier wirklich bei 6,5 anliegt, drücke da so ein bisschen drauf aufs Papier und ziehe dann einmal die Klinge bis ganz langsam hier unten bis zur 19 runter. Dann die Klinge ganz weit weg. Das Papier einmal drehen. Das hier einmal beiseite schieben. Und bei 10,5 anlegen. Und auf dem großen Stück, auf dem breiten, einmal falzen. Und zwar exakt bis zur Schneidekante. Es wird jetzt immer bis zur Schneidekante gefalzt. Dann drehe ich das Ganze einmal um, dass ich hier unten dieses kurze Stück habe. Leg mir das bei 2 an und falze nach oben. Das ist jetzt ganz wichtig. Einmal nach oben. Und das mache ich, damit ich hier die große Anlegefläche habe, damit das wirklich gut
fest dagegen. Jetzt drehe ich es wieder zurück, dass ich dieses schmale Stück hier habe und falze jetzt auf dieser unteren Seite noch mehr Linien. Und zwar bei 4, bei 8 cm, immer von der Schneidelinie ausgehen, bei 10 cm und dann noch eine letzte Linie bei 14,5. So, und das war für mich schon das Komplizierteste, muss ich sagen. Das Schneidebrett kann erstmal weg und jetzt falzen wir. Die sind hier nicht gleichmäßig, wie du siehst. Deshalb das erstmal so ein bisschen beiseite. Und das erstmal so ein bisschen angeklickt und dann fangen wir hier unten an. Nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und jetzt kann man es zusammen hinlegen und schön flach hinlegen. Und dann jetzt ganz wichtig, die Linien nachfalzen, aber ich gehe jetzt nicht hier drüber, weil ich dann einen Abdruck auf dem Papier darunter habe. Deshalb öffne ich das, lege das mir hier so flach hin, dann sieht das hoffentlich, gehe dann drüber und mache das mit der letzten Kante auch. Die halte ich mir so fest, drehe mir das auf den Kopf sozusagen. Guck mal, dass ich das hier so ein bisschen festhalte, dass man das sieht. Und falze diese Linie auf. Die Gegenlinien ist wirklich schwierig, deshalb gehe ich da nur kräftig mit der Hand drüber. So. Die hier oben wirklich ganz fest. Das ist schon der Grundstock für die Stufenkarte. Und sie steht hervorragend 3D, man sieht es. Jetzt möchte ich dieses wirklich schön ausgestanzte Tor mit diesem passenden Blütenlandschaft, ich möchte das mal zeigen. Ich habe hier übrigens Abendblau verwendet, ein grüner Apfel. Und das habe ich bei meiner Chipkarre auch aufgegriffen. Und Osterglocke und Heideblüte. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber dass das hier auch mit drin vorkommt. Also die Chipkarre passt perfekt ins Bild. So, wenn ich die jetzt hier auflege, guckt die hier oben ein Stück drüber. Ich habe das mit meinen Briefumschlägen ausprobiert, da wird es knapp reinpassen. Ich möchte aber, dass das so wie hier ein bisschen tiefer sitzt. Deshalb schiebe ich mir das hier so ein bisschen. Guck unten, oh, ist ungefähr 1 Zentimeter. Und schneide das ab. Was man auch machen kann, ist, dass man das von vornherein die Stanzform nicht ganz übers Papier legt, sondern unten so ein bisschen rüberlappen lässt, dass es von vornherein kürzer ist. So, jetzt gucken wir mal, dass ich nicht zu viel abgeschnitten habe. Ich lege die Karte wieder flach hin, damit ich gut gerade flach arbeiten kann. Aber das sieht sehr gut aus, so wie ich das gerne hätte. Und klebe das einfach hier mit 3 Streifen doppelseitigem Klebeband fest. Also sehr schönes Papier. Am Anfang war ich so, naja, nicht ganz so meins. Aber jetzt zum Frühling hin wirklich schön. Und ich mag dieses Aquarellige. Kann man natürlich auch selber gestalten, ne? Ist ja überhaupt kein Thema. So, klebt das hier mittig auf. Und habe den ersten Hintergrund fertig. Das lege ich einmal beiseite. Dann nehme ich meinen 15 cm Streifen Farbkarton. Nehme meine Stanzmaschine. Und dieses Stück, was so, ja, wie so Büsche aussieht. Und lege das hier seitlich an, dass es ein bisschen rüberragt. Ich will es gar nicht so hoch haben, meine Büsche. Das ist der untere Teil. Geht alles Busch. So. Kurbel das einmal durch. Nehme das hier vorsichtig hoch, weil es kann sich ja nicht ganz ablösen.
dadurch, dass es hier offen ist. Und jetzt lege ich mein Stück hier wieder an. Schau, dass sich hier das so ein bisschen überlappt, vielleicht hier so ein bisschen tiefer, so. Und kurbel nochmal, um das restliche Stück auch ausgestanzt zu bekommen. So. Das ist hier in der Mitte so ein bisschen übereinander. Wie auch immer es geschafft hat, da ist jetzt ein Loch drin. Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. Und hier oben hängt es noch fest. Da gehe ich jetzt mit der Papierschere dran. Schneide das einmal grob ab. Und gehe da nochmal so ein bisschen wellenförmig dran lang. Und dann sieht man gar nicht, dass das nicht aus einem Stück ist. Und dadurch habe ich jetzt mein gesamtes Stück Rasen oder Busch aus einem Stück gestanzt und habe keinen überlappenden Farbkarton. Den Rest von dem Papier nehme ich jetzt und schneide mir zwei 6 cm Stücke ab. Das mache ich hier einmal gerade außerhalb des Bildes. 1, 2. So. Und da mache ich jetzt genau dasselbe. Lege das hier irgendwie drauf in dem Fall. Wo ist meine Platte? Und das kann auch ruhig recht hoch sein. Und kurbeln wir nochmal 2 Büsche aus sozusagen. So, das sieht hier oben ein bisschen blöd mit der Kante aus, ne? Ja, Frühling, wir haben letztens auch noch Büsche gestutzt. Passt. So, und das zweite Stück mache ich genauso. Da setze ich es aber jetzt ein bisschen anders an, weil ich nicht möchte, dass sie gleichmäßig aussehen. Also den anderen hatte ich vorhin mittig die Stanzform aus Papier gelegt. Jetzt habe ich es am Rand angelegt. Und hier wieder so ein Stück Busch, ne? Also, so. Das kommt weg. Auch mal aus dem Bild. Und habe hier 2 unterschiedliche Stücke Buschwerk. So, das klebe ich jetzt auch alles auf meine Karte. Und zwar, indem ich hier unten einmal einen langen Streifen doppelseitiges Klebeband aufklebe. Und dann gucke ich klebe das noch nicht fest, sondern lege es erstmal nur auf und schau, hier zum Beispiel kann ich so ein bisschen was machen, aber nicht bis nach ganz oben, weil da ist die Falzlinie. Und hier kann ich komplett das ganze Stück mitnehmen. Also klebe ich hier nochmal. Und was hatte ich hier gerade gesagt? Ah. Boah. Das obere Stück nicht, aber hier kann ich nochmal ein Stück aufkleben. Und warum ich das nicht vollflächig mache, das kommt gleich. So. Flach meine Karte hinlegen, überall die Klebestreifen lösen. Hier unten schön sauber, Kante auf Kante. Schön auf die Ecken achten. Und dann feststreichen. Und, na, kommt schon, die Rasenkante klebt. So, die anderen Rasenelemente klebe ich auch auf. Und dann gucke ich mal. Ja, das sieht ja doof aus, wenn das genau gleich hintereinander ist. Deshalb nehme ich erst dieses Buschwerk. Und wichtig ist, ich klebe es nicht hier unten direkt an die Falzkante. Das habe ich nämlich hier gemacht. Und das lässt sich nicht so richtig schön mehr zusammenfalten. Deshalb ein bisschen höher. Und hier sieht man, ist vollflächig drauf auf dem abendblauen Untergrund. Das kann ich also komplett kleben. Aber wie gesagt, ein bisschen höher. Das macht auch nichts, weil wenn die Karte steht, dann sieht man das auch nicht.
So. Und mit dem zweiten Stück genauso. Ach, ja, ne? Sage ich noch genauso. Klebt es ein bisschen anders. So. Hier gucke ich auch, dass es wenigstens so dahinter ist. Hinter dieser Faltlinie. Das reicht mir. Ja. Und sieht super aus. So gefällt mir das gut. So, jetzt kommt nur noch die Verzierung. Ich habe die Chipkarre genommen und die Chipkarre, eigentlich ist hier auch weißes Papier drin. Das sah aber doof aus, deshalb bin ich da einmal mit dem Cuttermesser vom Aufhebhelfer einmal durch, habe das kleine Stück ausgeschnitten, weil ich finde, da gehört kein Weiß hin. So, und jetzt schiebe ich meine Chipkarre mit dem einen Stück dahinter und dem Rad davor. Oder mache ich es andersrum? Wir gucken mal. Das Rad dahinter, das nach vorne. Ne, so rum sieht es doof aus. Also, oder vielleicht sogar ganz davor. Ne. Das hängt hier so ein bisschen hinter der Buschlinie fest. Das kann ich also einmal komplett kleben. So, dahinter geschoben. Das Rad davor, geguckt, dass sie halbwegs gerade steht. Und festgeklebt. Dann habe ich hier noch meine Gummistiefel. Beziehungsweise ich fange diesmal ein bisschen anders an. Ich hätte gerne meinen Gruß hier oben, ja. Ich glaube, ja. Den schiebe ich auch hier so dahinter. Das heißt, der hat wirklich nur eine ganz kleine Klebefläche. Diesmal arbeite ich wirklich nur mit Kanten vom doppelseitigen Klebeband. Und schiebe das hier ganz vorsichtig dahinter und drücke es dann fest. So. Ja, so hätte ich das. So gefällt mir das gut. Jetzt ist die Frage, wie ordne ich die anderen Sachen an? Ja, so würde ich sagen. Jetzt gucke ich, wo ist es wirklich überall fest. Hier hat es nicht so viel Klebekante, also kriegt es nur unten. Nur der Fußbereich ein bisschen was. Hierhin. Der Blumenkorb fast ganz, aber auch nur der untere Teil bis zur Mitte ungefähr. Steck das mir hier so hin. Und hier oben noch die Gießkanne. Die tatsächlich hat dieses hier die Stanzform mit ausgelacht. Da denke ich mir, warum nicht auch da? Aber alles gut, kann man ja eben schnell selber machen. So, und auch hier nur unten so ein bisschen, glaube ich. Ne, guck mal, bei der Gießkanne kann ich sogar ein bisschen mehr machen. Sie auch wirklich festhält. Ja. Ja, die drehen wir so ein bisschen, dass sie auch schon gießt. Ja. Und das ist meine Aufstellkarte, beziehungsweise meine Stufenkarte. Es gibt verschiedene Namen dafür. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du bastelst das mal nach. Verlink mich gerne, wenn du das irgendwo postest. @anna.doberschütz. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal, damit du auch ja nicht den nächsten Teil von der Gartenliebe-Reihe verpasst. Das kommt nämlich noch ein zweites Mal. Da zeigen Angela und ich noch andere Ideen. Und auf jeden Fall, falls du noch nicht hast, guck dir Angelas Video an. Verlinke ich jetzt am Ende. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss!